DevSecOps ist letztendlich die systematische Integration des Sicherheitsaspekts über den gesamten Softwarelebenszyklus hinweg. Also von der Aufnahme von den Anforderungen bis zur Außerbetriebnahme eines Systems ist die Sicherheit überall mit eingebaut. Hallo, schön, dass ihr hier seid. Auf Wall of Confusion sprechen wir über die unterschiedlichen Perspektiven, mit denen sich Softwareentwicklung und IT-Betrieb an gemeinsame Projekte annähern. Da kann es im Alltag schon mal zu Kontroversen kommen. Zur Lösung gibt es den Ansatz DevOps, der beide Seiten zur Effizienz führen will. Wir, das sind das Team der Rossi IT in Rosenheim und unsere Gäste. Unsere Folgen drehen sich um unseren DevOps-Alltag, um die Zusammenarbeit zwischen Entwicklerteams und Ops-Teams, um Lösungen, um Menschen, Methoden und Tools. Viel Spaß mit dieser Folge von Wall of Confusion. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wall of Confusion. Mein Name ist Christian Steinberger. Ich bin IT-Stratege, Manager und Leader aus Leidenschaft. Unser Format dreht sich um spannende Themen und aktuelle Entwicklungen aus IT und Digitalisierung. Wenn ihr also nach Inspiration und neuen Ansätzen sucht oder einfach nur gerne am IT-Puls der Zeit bleiben wollt, dann seid ihr bei uns genau richtig. Auch heute haben wir einen super spannenden Gast, und zwar ist es der Nicolas Gritaras. Hi Nico. Bevor ich jetzt viel über dich erzähle, vielleicht stellst du dich selber kurz vor. Wer bist du, was machst du so und wo sind deine Herausforderungen? Ja, hallo Christian, danke für die Einladung. Mein Name ist Nico und ich freue mich, heute dabei sein zu können. Ich bin Sicherheitsberater bei der Nordteil AG und berate Unternehmen aus regulierten Branchen bei der Entwicklung, Umsetzung und kontinuierlichen Verbesserung ihrer Informationssicherheitsstrategien. Mein Fokus liegt dabei auf dem Bereich Informationssicherheit und Enterprise Security Architecture. Ich habe etwas einen untypischen Hintergrund, muss ich sagen, da ich zuvor als Software-Engineer und Projektleiter tätig war und Erfahrungen in verschiedenen Bereichen von eingebetteten Systemen bis hin zur Cloud sammeln konnte. Dadurch bringe ich einzigartige technische Fähigkeiten mit, die für eine Sicherheitsberatung von großem Vorteil sind. Nordteil, was macht ihr da so? Wir bieten tatsächlich ziemlich verschiedene Dienstleistungen an, sei es eben von der Strategieberatung bis hin zu Implementationsprojekten in dem Sinne Softwareentwicklung. Genau, also natürlich alles, was mit IT zu tun hat, bieten wir eigentlich an. Wir sind weltweit aufgestellt. Unsere Muttergesellschaft sitzt in Tallinn, in der Hauptstadt von Estland. Und genau, wir in Deutschland bemühen uns natürlich, die Digitalisierung hier in Deutschland voranzutreiben und haben da auch recht viele spannende Projekte im öffentlichen Sektor. Und habt dabei auch die IT-Sicherheit stark im Fokus. Natürlich. Regulierte Behörden, was fällt denn da so alles drunter? Also regulierte Branchen. Also natürlich, alles gut. Es ist natürlich, was natürlich darunter fällt, ist einmal kritische Infrastruktur. Es gibt das BSIG, das eben vorgibt, wie die IT-Sicherheit auszusehen hat für kritische Infrastrukturen und welche Vorgaben und Rollen und welche Möglichkeiten das BSI hat. Dann gibt es zum Beispiel noch das KRITIS-V-Gesetz, das natürlich weiter spezifiziert, ab wann gilt man eigentlich als kritische Infrastruktur. Und ja, es gibt natürlich auch weitere Branchen, also sei es eben Banken, Versicherungen, die natürlich da auch weitere Regularien ausgesetzt sind, die etwas strengere Vorgaben haben, wie sie sich auszurichten haben. Deswegen ist hier Informationssicherheit, IT-Sicherheit, Cybersicherheit so ein Thema, das immer mitspielt. Ab wann man zur kritischen Infrastruktur gehört, da glaube ich, hat sich ja auch ein bisschen was geändert, oder? Also soweit ich im Kopf habe, hat sich da ein bisschen was verschärft. Richtig, und zwar vor allem kommt da wahrscheinlich NIS 2 oder auch EU-RCE ins Spiel. Das sind EU-Richtlinien, die Vorgaben zur Cybersicherheit in der EU geben. Diese werden jetzt in den ganzen Mitgliedstaaten in der EU im lokalen Gesetz jetzt implementiert. In Deutschland, das ist das NIS 2 Umsetzungsgesetz, das aktuell noch im Referentenentwurf ist. Und es gibt dann noch das KRITIS-Dachgesetz, das natürlich auch hier eben die RCE implementiert. Aber auch hier sind wir noch im Referentenentwurf und müssen noch schauen, inwieweit wir es überhaupt schaffen, bis Oktober diesen Jahres überhaupt die Gesetze in Kraft treten zu lassen. Natürlich ist hier auch der Punkt, was man eventuell erwähnen sollte. Es gibt einige Anbieter, die meinen, NIS 2 ist definitiv im Oktober scharf geschalten. Dem ist nicht ganz so. Und zwar muss das Gesetz erst im Lokalen übersetzt sein. Also selbst wenn Deutschland nicht das NIS 2 Umsetzungsgesetz rausbringt, heißt es nicht, dass wir sofort gegen die NIS 2 verstoßen, wenn
wir die nicht einhalten. Also erst wenn das Gesetz in Kraft tritt, gilt natürlich dann auch das Gesetz. Das heißt, die Überführung ins deutsche Recht muss bis Oktober passieren oder ist ab Oktober geplant, richtig? Genau, es ist geplant, beziehungsweise anfangs, man hat natürlich viel anpassen müssen. Es gibt jetzt einen neuen Referentenentwurf. Es gibt jetzt auch die ambitionierte Ansage, dass man das bis zum Oktober schaffen möchte. Inwieweit das realistisch ist und auch wirklich passiert, das sehen wir erst in den nächsten Monaten. Mhm. Ich glaube, da sind wir alle ziemlich gespannt. Ja. Ich glaube, im Vorgespräch hatten wir schon ein paar ganz spannende Themen identifiziert. DevSecOps. Ist das so ein Thema, mit dem du dich beschäftigst? Und wenn ja, was ist das eigentlich? Die meisten kennen wahrscheinlich über den Podcast DevOps, und da wurde auch recht viel darüber schon gesprochen. DevSecOps ist letztendlich die systematische Integration des Sicherheitsaspekts über den gesamten Softwarelebenszyklus hinweg. Also von der Aufnahme von den Anforderungen bis zur Außerbetriebnahme eines Systems ist die Sicherheit überall mit eingebaut. Das soll nicht nur die Software schützen, sondern auch die jeweiligen Prozesse und die Daten bzw. Informationen, die darin verarbeitet werden, gespeichert werden und weiter übertragen werden. Das führt nämlich auch dazu, dass explizit weitere Personen über den Lebenszyklus hinweg mit involviert werden und Wissenssilos stärker abgebaut werden zwischen Entwicklung, Betrieb und Security. Gibt es da, ich sag mal, spezielle Ansätze, wie man den Security-Aspekt am besten integriert in die Zusammenarbeit, meinetwegen auch über die verschiedenen Teams hinweg, oder wie muss man sich das vorstellen? Also, wie man den am besten ansetzt. Also letztendlich gibt es natürlich den sogenannten Shift-Left-Ansatz, bei dem wir sagen, Security hat man früher immer am Ende betrachtet. Das wird jetzt eben umgedacht, indem wir wirklich von Anfang an Security-Praktiken mit einbauen. Das bedeutet auch, dass nicht nur das cross-funktionale Team durch eine oder mehrere Security-Personen erweitert wird, sondern auch Anforderungen an die bestehenden Rollen steigen. Das bedeutet, die Entwicklung wird nun mit Themen konfrontiert wie sichere Programmierung. Je nachdem, wie die Rolle des DevOpslers definiert wurde, wird die DevOps-Rolle bzw. die DevOps-Person mit der sicheren Konfiguration und Härtung von Pipelines und Images konfrontiert. Aber auch hier muss man auch sagen, Security ist nur ein Teilaspekt. Und es ist definitiv wichtig, aber nicht der einzige Aspekt. Auch der technische Part ist relevant, aber nicht der einzige. Also deswegen, er spielt vieles mit rein. Deswegen ist auch hier das Thema, die Diskussion zu DevOps oder DevSecOps sind meiner Meinung nach etwas sehr einseitig, weil wir uns auch sehr stark auf den technischen Part fokussieren. Also wir legen wirklich sehr viel, also wir fokussieren uns stark auf die Technik und schauen nicht weiter über den Tellerrand hinaus. Es gibt natürlich weitere Parteien, die in diesem Entwicklungsprozess und im Betrieb mit involviert sind. Natürlich auch ein Thema, je nachdem, wie das gestaltet ist dann jede Person oder jedes Team, das involviert ist, betrachtet nur eben seinen Part und schaut nicht auf die Auswirkungen, die es später hat. Als Beispiel, ein Entwickler programmiert ein Feature und nutzt eine bestimmte Datenbank, weil sie viele Komfortfunktionen anbietet. Im Betrieb kostet diese Datenbank aber sehr, sehr viel Geld. Das hätte man eigentlich verhindern können, weil es gegebenenfalls auch alternative Datenbanklösungen gibt, mit denen man diese hohe Summe sparen kann. Und warum wird sowas nicht betrachtet? Weil der finanzielle Part nicht mitgedacht wird. Und deswegen gibt es auch hier sowas wie Ansätze zu BizDevOps. Das geht dann, dass wir eben das Business mit einbauen, oder FinOps, wo man auch wirklich stärker das Finanzielle vorsticht. Wenn man das jetzt alles kombinieren würde, wird es ein BizDevSecFinOps, ein merkwürdiges Wort, bei dem man sich fragt, weshalb sowas nicht schon längst gemacht wird. Und natürlich ist es ein Thema. Warum wird das eigentlich nicht gemacht? Weil jeder sich für seinen Part fokussiert, sich spezialisiert. Das ist ja auch nicht schlecht. Aber wir haben dieses Ganzheitliche verloren in der letzten Zeit. Wir haben uns so stark auf die Sachen fokussiert, dass wir jetzt dieses Ganzheitliche nicht mehr betrachten. Und da müssen wir jetzt langsam diesen Tunnelblick weiten, beziehungsweise aus diesem Tunnelblick auch rauskommen und dann dieses Zusammenspiel dieser verschiedenen Themen besser verstehen. Also geht es eigentlich wieder darum, Silos aufzubrechen, wie du schon gesagt hast, und dieser ganzheitliche Ansatz von vorne bis hinten denken. Und wenn ich es richtig verstanden habe, eben auch nicht nur die harten technischen Fakten oder fachlichen Fakten, sondern wahrscheinlich geht es auch noch darum, eine gewisse Kultur auszuprägen. Kann man das so sagen? Genau, letztendlich müssen natürlich auch alle Personen in diesem Zyklus bzw. diesem Prozess mitspielen und da auch sensibilisiert sein. Also wir können nicht einfach nur sagen, so, ihr macht das jetzt, sondern das muss man auch aktiv vorantreiben, dass die Leute das auch wirklich machen
und dann auch den Leuten aber auch die Möglichkeit geben, das zu machen. Als Beispiel, wenn man jetzt dem Projektleiter sagt, ich will jetzt, dass eben FinOps oder eben dieser finanzielle Part weiter ausgearbeitet wird, dass er das jetzt machen muss. Okay, er hat jetzt die Aufgabe, aber wie löse ich das jetzt? Und damit kommt man gegebenenfalls zu den Entwicklern und die sagen, ja, weiß ich ja vielleicht auch gar nicht. Ich programmiere gerade und interessiert mich in dem Sinne nicht. Ne? Also ist jetzt einfach nur dahingestellt. Aber da muss man einfach wirklich denken, wie funktioniert dieses Zusammenspiel? Und da muss man, da kommen entweder Leute wie ich hinzu, die dann eben da die verschiedenen Rollen übernehmen konnten und auch sagen konnten, okay, hier, es gibt da bestimmte Rechner, mit denen man das rechnen kann. Es gibt bestimmte Variablen, die man mit bedenken muss. Und dann halt gegebenenfalls, ich sag jetzt mal, Assets aufbauen. Zum Beispiel eben, wenn wir jetzt dann so eine Kostenrechnung starten, dass wir vielleicht eine Excel aufbauen oder vorhandene Tools auch nutzen. Also es gibt ja auch die Kostenrechner in der Cloud, wenn man zum Beispiel jetzt in der Cloud überhaupt unterwegs ist, dass man die vorhandenen Sachen auch wirklich nutzt. Aber das ist natürlich auch das Thema, das Bewusstsein zu schaffen, dass es sowas existiert. Um nochmal auf den Aspekt Sicherheit und meinetwegen auch Finanzen zurückzukommen, hast du da für uns vielleicht, ich sage mal, ein Anwendungsbeispiel oder meinetwegen auch Erfahrung aus vergangenen Implementierungen, wie man sowas am besten in den Entwicklungsprozess integrieren kann, vielleicht auch ohne die Geschwindigkeit am besten also zu beeinträchtigen, kennen wir ja auch immer oft mal, hält sowas ja auch gerne auf. Ich würde es mal aufbrechen in zwei Fragen. Also wir haben natürlich einmal den konkreten, so konkreter, wie kann man eigentlich Security wirklich konkret als Anwendungsbeispiel sehen? Welche Anwendungsbeispiele gibt es? Und wie kann man jetzt hier noch die Geschwindigkeit beibehalten, die ursprüngliche Geschwindigkeit beibehalten? Also die erste Frage zum Anwendungsbeispiel. Ich denke, hier sollte man auch eventuell noch erwähnen, was eigentlich mit Security gemeint ist, weil das kann man natürlich auch ein bisschen aufdröseln. Also es gibt einen Unterschied zwischen Security und Safety. Im Deutschen haben wir nur den Begriff Sicherheit und deswegen ist es ein bisschen schwieriger für Deutsche erstmal das zum Teil zu erfassen, weil Sicherheit und Sicherheit. Also tatsächlich gibt es Security und Safety, das wird dann auch nach der ISO 25010 behandelt. Das ist eine ISO-Normung für System- und Softwarequalität und beschreibt letztendlich, Security ist, wie kann ich mein Modell an sich schützen oder wie kann ich das System an sich schützen vor der Umwelt. Und Safety ist, wie kann ich das System vor der Umwelt schützen, also die Umwelt vor dem System schützen, Entschuldigung. Dass man da einfach sagt, an sich das System schützen, aber auch die Umwelt gleichzeitig schützen. Und hier in dem Fall sprechen wir auch wirklich ja von Security im Sinne von, wie können wir das System an sich schützen. Und weiter runtergebrochen, Security kann man natürlich weiter runterbrechen. Es gibt einmal die Informationssicherheit. Letztendlich, wie gehen wir mit Informationen um? Dann gibt es die IT-Sicherheit. Wie gehen wir also mit Software und Hardware um? Und dann gibt es ja noch Cybersicherheit. Das ist natürlich, die Definitionsgeschichte lässt sich schwer aufbrechen, weil es gibt keine einheitliche und man streitet natürlich gern drum. In dem Fall kann man Cybersicherheit manchmal auch so sehen, die Angriffe aus dem Internet, dass man wirklich sagt, Informationssicherheit, Information, IT-Sicherheit, die Software und die Hardware und Cybersicherheit, alles aus dem Internet rein in die eigene Domäne. Und hier gibt es jetzt dann natürlich auch bestehende Standards. Also es gibt die ISO 27001, das ist ein Standard, den Organisationen bei sich implementieren können. Auch der IT-Grundschutz ist ähnlich dazu. Und die geben halt Vorgaben zum Teil zur Informationssicherheit, aber zum Teil gibt es dann auch schon spezifischere Vorgaben für die IT- und Cybersicherheit. Eine Zwischenfrage dazu nur. Ja. 27001, das ist die Integration oder der Aufbau eines Informationssicherheitsmanagementsystems an sich, richtig? Okay, Genau. Und das ist eigentlich auch die Auflage, glaube ich, die wir ja auch, weil wir vorher von kritischen Infrastrukturen gesprochen haben, die eigentlich an sich zu erfüllen ist für die Kritis-Verordnung, richtig? Genau, das ist richtig. Und das ist natürlich auch so, dass die geben auch Vorgaben, wie sieht eigentlich sichere Softwareentwicklung aus. Weil nur weil ich sichere Praktiken anwende, sowas wie Secure Coding, ich schaue eben, dass ich nur Bibliotheken verwende, die halt bekannt sind oder sogar nur von mir sind, gibt es natürlich den Part, wie sichere ich überhaupt die Entwicklungsumgebung ab. Und da gibt es dann eben spezielle Vorgaben, um wirklich so eine Ende-zu-Ende-Sicherheitsbetrachtung zu ermöglichen. Und das bieten diese Informationssicherheitsvorgaben mit. Dann gibt es natürlich, das ist das Erste, das ist natürlich das Organisatorische. Und dann gehen wir weiter Richtung Entwicklung. Da gibt es OWASP. Da muss ich tatsächlich gestehen, müsste ich erstmal das Wort googeln. Also ich kenne nur die Abkürzung. Also letztendlich Open Web Application Security Project, wenn man das jetzt zusammenbekommt. Genau. Und da gibt es OWASP Top 10.
und dann noch ein paar andere Geschichten, die man nutzen kann, um die Software sicher zu entwickeln. Weil da gibt es dann bestimmte Sachen, ich sage jetzt mal, die sind entwicklerfreundlich formuliert, dass man da viele Sachen auch gleich verwenden kann, auch sofort verstehen kann und dadurch auch die eigene Lösung absichern kann. Das ist jetzt Anwendung. Natürlich läuft unsere Software auf der Infrastruktur, auf irgendeinem Betriebssystem. Es gibt dann dazu auch noch die Cisco, die geben dann auch also Konfigurationen mit denen man dann die Systeme härten kann. Also jetzt nicht nur bezogen auf Betriebssysteme, zum Teil gibt es dann auch für Datenbanken und für andere Systeme gibt es dann auch bestehende Konfigurationen, die man nutzen kann, um dann diesen Infrastrukturpart abzuhärten. Und so haben wir es dann geschafft, eben die Infrastruktur zu schützen, die Anwendung zu schützen und dann auch die Organisation an sich zu schützen. Und das wären dann halt dann so die Anwendungsbeispiele oder mögliche Ansätze, um halt dann Stück für Stück die Sicherheit einzubauen. Jetzt kommen wir natürlich dann aber auch zur zweiten Frage. Wie kann man die Sicherheit effektiv in den Entwicklungsprozess integrieren, ohne die Geschwindigkeit und die Agilität des DevOps-Ansatzes zu beeinträchtigen? Das ist natürlich eine gute, aber auch eine recht schwierige Frage. Also falls Security an sich noch nie ganzheitlich integriert worden ist, wird zu Beginn definitiv die Geschwindigkeit etwas beeinträchtigt, weil die Leute natürlich erstmal in dieses neue System reinkommen müssen. Das bedeutet, dass da halt dann gewisse Unsicherheiten herrschen. Einige Sachen laufen halt dann langsamer. Wenn man halt mit CI/CD-Pipelines, also mit Continuous Integration, Continuous Deployment Pipelines arbeitet, dass da halt gegebenenfalls Unstimmigkeiten sind oder auch Unsicherheiten, wenn dann bestimmte Scans anschlagen und sagen, der Build ist fehlgeschlagen, weil bestimmte Sachen nicht funktionieren. Da wird dann definitiv die Geschwindigkeit beeinträchtigt. Aber das nimmt man natürlich auch eher in Kauf, weil man sagt, wir möchten einen sicheren Betrieb, wir möchten eine sichere Softwareentwicklung ermöglichen und auch eine sichere Software an den Markt bringen oder auch dem Kunden übergeben. Und durch diesen kontinuierlichen Ansatz, dass man sich auch stetig verbessert, wird natürlich wieder diese Geschwindigkeit wieder reingeholt. Was natürlich auch wichtig ist, ist ein Verständnis zu schaffen. Wie geht man mit verschiedenen Situationen um? Zum Beispiel die Pipeline unterbricht den Build, weil eine Bibliothek verwendet wird, die eine kritische Sicherheitslücke aufweist. Natürlich gab es sogar erst letztens dann das Thema bei uns, beziehungsweise bei einem Kunden, der war nicht so erfreut, dass dann die Build-Pipeline sofort stehen geblieben ist und meinte, die Sicherheit kann nicht die Entwicklung hindern zu arbeiten. Letztendlich musste man da auch natürlich aufweisen, wir könnten natürlich auch diesen Check einfach rausnehmen, aber das ist halt ein gewisses Risiko, das man vielleicht nicht eingehen möchte, weil diese Sicherheitslücke dann im Produkt ist und wenn das Produkt dann im Produktivsystem ist und noch nicht gepatcht worden ist, hat man einfach eine Sicherheitslücke beim Kunden und wenn das ausgenutzt wird, ist es natürlich keine schöne Sache. Absolut. Das ist ja auch oft mal das Argument aus dem Business raus, also Sicherheitsthematiken verringern die Time to Market. Hast du da Vorschläge, wie man solchen Argumenten entgegnen kann? Also klar, das ist ein Risiko, aber kannst du es ein bisschen fassbarer machen, vielleicht auch aus praktischen Erfahrungen aus der Vergangenheit? Ja, also an sich, man kann schon, also um die Geschwindigkeit beizubehalten, gibt es natürlich gewisse Automatismen, die man einbauen kann. Also sei es eben statische Codeanalyse, SAST, dann gibt es noch SCA, das ist letztendlich der Bibliothekenscan, dass man da halt dann auch schon mal vorab weiß, eben passen bestimmte die Bibliotheken nicht. Dann gibt es dann noch das ist so die dynamische Prüfung und die wird dann halt dann durchgeführt, wenn die Anwendung mal kurz testweise durchgeführt wird und man da halt darüber automatisierte Tests laufen kann. Natürlich gibt es noch weitere Scans und so weiter und darüber kann man zumindest also es gibt schon Automatisierungsmöglichkeiten. Also Automatisierung ist definitiv ein integrales Kernelement in DevSecOps. Es ist nicht das einzige, um halt dann noch die Sicherheit hochzuhalten, aber das ist zumindest eine gewisse Automatisierung, um, ich sage jetzt mal, die Sicherheitsaspekte zum Teil zu automatisieren. Deswegen haben wir da schon eine gewisse Geschwindigkeit mit drin. Erfahrungen in dem Bereich, ich denke, das Wichtigste in dem Fall, wie du es ja auch gesagt hast, wir müssen ein gewisses Stakeholder-Management betreiben und auch den Leuten das ein bisschen näher ranbringen. Wir haben ja auch davor erzählt, Risikomanagement, also in Unterhaltungen, die wir davor geführt haben. Es gibt ja 3 Arten von Risikomanagement oder Herangehensweisen, wie man mit Risiken umgeht. Die qualitative, die semi-quantitative und die vollständig quantitative Möglichkeit. Und bei der qualitativen und bei der semi-qualitativen setzen wir ja deskriptive Beschreibungen mit hinzu, sowas wie das Risiko ist gering, das Risiko ist mittelhoch, sehr hoch. Und das ist natürlich
sehr abstrakt eigentlich für die Personen. Die können das natürlich auch nicht so wirklich fassen. Was bedeutet das eigentlich? Deswegen gibt es da auch das Quantitative, bei dem man auch wirklich dann auch ausrechnet, was kostet das eigentlich, wenn dieses Risiko eintritt. Dass man auch sagt, man gibt da keine Punktrechnung an, sondern man gibt da so eine Minimum-Maximum für gewöhnlich an, dass man da halt dann so eine Schiene hat. Wenn das Risiko eintritt, kann man mit einer 99-prozentigen Wahrscheinlichkeit sagen, dass die Summe X nicht eine Summe überschreiten wird, die man halt dann errechnet hat. Na klar gibt es natürlich Unsicherheiten, inwieweit eben diese Schätzungen und Analysen passen, aber letztendlich rechnen wir den Case aus. Was passiert, wenn eben ein Risiko eintritt? Im Sinne von, es wird eine Lücke ausgenutzt und Informationen werden veröffentlicht. Gegebenenfalls fallen darunter personenbezogene Informationen, Geschäftsgeheimnisse und noch andere Informationen. Und da muss man natürlich auch wissen, welchen Wert eigentlich diese Informationen haben. Es gibt da zwar schon gewisse Ansätze, ich denke, das ist aber allgemein schwer, weil ich habe das zumindest sehr selten in deutschen Unternehmen gesehen, dass wir Informationen einen gewissen Wert bemessen. Man kann natürlich für aktuell jetzt erstmal sagen, was würde das uns kosten, wenn jetzt dieses Geschäftsgeheimnis raus ist? Gegebenenfalls geht Umsatz X runter, wir werden verklagt, weil wir eben ein Datenschutzgesetz verstoßen haben. Das sind so die einfachen Cases, die man dann ausrechnen kann. Das zweite wäre natürlich auch der regulatorische oder der gesetzliche Part. Wenn man natürlich in einem regulierten Bereich ist und da halt dann gegen diese Regularien verstößt, muss man aber mit rechnen, dass man eine gewisse Strafzahlung zu zahlen hat. Und es gibt natürlich dann auch andere Strafen, die dazukommen. Als Beispiel gibt es ja nicht nur eben die Vorgaben, die wir vorhin erzählt haben, sondern es gibt ja auch PCI DSS. Wenn man einen Webshop betreibt und mit Kreditkarten umgeht, gibt es diesen PCI DSS-Standard, der vorgibt, wie man eigentlich den Umgang mit den Kreditkartendaten umgeht. Und wenn man gegen diese Vorgaben verstößt, gibt es erstmal Strafzahlungen oder es wird dann eben, jede Transaktion kostet ein bisschen mehr, bis hin zum Worst Case, dass man ausgeschlossen wird und die Kunden können dann das Produkt nicht mehr einfach mit ihrer Kreditkarte zahlen. Deswegen, da muss man einfach ausrechnen und das einmal entweder wirklich rechnerisch zeigen, ich denke, das ist das Einfachste, oder in diesem qualitativen Sinne, dass man sagt, wir verstoßen gegen Gesetz XYZ. Punkt. Das Beste ist natürlich eigentlich, dass man diesen Case ausrechnet, weil dann wird dann auch den Leuten erst bewusst, was das eigentlich alles mit sich zieht. Weil natürlich ja nicht nur der Case ist mit Strafzahlungen und Co., sondern es bedeutet natürlich auch Umsatzeinbuße bzw. Opportunitätskosten. Reputationsverluste. Reputationsverlust, Imageverlust. Je nachdem, wenn man am Markt ist, hat man sogar einen gewissen Einbruch in der Aktie. Da gibt es tatsächlich schon einige Arbeiten, die das auch aufzeigen, dass Cybersicherheitsvorfälle Auswirkungen auf den Aktienmarkt zum Teil haben. Und genau, und das wird dann für Leute, die nicht technisch affin sind oder nicht so ganz das Thema verstehen, damit durchdringt man das auch einfacher, weil mit der Summe des Geldes, was eigentlich an Schaden entsteht, das lässt sich am einfachsten dann eigentlich kommunizieren. Es ist nicht einfach, also es ist natürlich jetzt einfacher gesagt als getan. Es ist viel Recherchearbeit natürlich nötig und die Frage ist natürlich, hat man überhaupt so viel Zeit und überhaupt die Daten zur Verfügung, um sowas auszurechnen? Eine Frage noch zum Risikomanagement, bevor wir weitergehen, weil es mich auch interessiert. Gibt es einen Unterschied zwischen Risikomanagement und IT-Risikomanagement? Es gibt natürlich das unternehmensweite Risikomanagement, bei dem man halt Vorgaben macht, wie das im Unternehmen allgemein auszusehen hat. Da gibt man auch sowas mit wie den Risikoappetit. Das bedeutet, ab wann akzeptiere ich, also bis welche Summe akzeptiere ich ein gewisses Risiko. Und dann geht es natürlich bei IT-Risiken spezieller Richtung technische Risiken. Und da stellt man manchmal fest, dass das auch hier rutscht man Richtung qualitative Analysen. Also deswegen im Unternehmensrisikomanagement rechnet man sehr viel auf Euro-Ebene runter. Auf IT-Ebene ist es natürlich unterschiedlich. Ich habe jetzt auch häufig gesehen, dass man das dann eben eher qualitativ behandelt. Es gibt natürlich auch hier dann manche, die das dann auch quantitativ runterrechnen. Aber man sieht schon gewisse Unterschiede. Also eben IT und Informationssicherheit ist auch ein Part, was auch häufig beim BSI-IT-Grundschutz oder bei der ISO 27001, dass man die Risiken eher
qualitativ angibt und sagt, okay, dieses Risiko liegt in diesem Bereich, obwohl das auch recht abstrakt ist und nicht wirklich aussagekräftig ist. Vor allem, wenn man halt dann sagt, es gibt ja verschiedene Risikoszenarien für dieses eine Risiko, zum Beispiel Corona-Pandemie hätte natürlich auch nur in einem Land sein können, hätte nur in Europa sein können. In dem Fall hat es weltweit eingeschlagen natürlich. Und je nach Szenario eines Risikos hat es verschiedene Auswirkungen. Natürlich dann auch verschiedene Auswirkungen auf die im Sinne von der Schadenshöhe, aber auch von der Eintrittswahrscheinlichkeit ist es natürlich auch unterschiedlich, dass halt bestimmte Szenarien eher unwahrscheinlicher sind, dafür eine höhere Schadenshöhe mit sich bringen und vice versa. Mhm. Wieder was gelernt. Du hast ja vorher ein bisschen erzählt von praktischen Erfahrungen auch mit dem DevSecOps-Ansatz und du hast ja sicherlich schon einige Projekte als IT-Sicherheitsberater gemacht. Gibt es da vielleicht was dir in der Praxis immer wieder mal begegnet ist? Also vielleicht Sicherheitslücken, die immer wieder kommen, ich sag mal Sicherheitslücken, die besonders wichtig ist zu behandeln. Vielleicht kannst du uns auch was drüber erzählen, das wäre super. Ja, also meine Erfahrung deckt sich da auch mit verschiedenen Statistiken, vor allem in der Entwicklung sehe ich die Schnittstelle gefährdet, also die Schwachstelle in der API. Aber auch die Software-Lieferkette wird in letzter Zeit häufiger bedroht. Deswegen sollte man auch hier definitiv darauf achten, welche Bibliothek man einbindet. Im Sinne von einmal API, wie sichere ich die eben ab, weil Personen von außen versuchen natürlich über die Schnittstelle weiter ins Innere des Systems zu kommen. Je nachdem, wie man es konfiguriert und wie man das programmiert, hat man da halt eine gewisse Lücke, die ausgenutzt werden kann. Und natürlich dann auch die Software-Lieferkette. Vor allem auch hier Software-Lieferkette ist auch ein Thema, vor allem bei künstlicher Intelligenz, was jetzt dann auch in Zukunft noch größer wird. Wir trainieren natürlich die künstliche Intelligenz mit Daten. Und woher kommen eigentlich diese Daten? Je nachdem, wo man die natürlich kauft, kaufen entweder diese Anbieter natürlich von anderen Anbietern weitere Datenpakete oder sammeln das dann halt dann von irgendwo. Das beste Beispiel hier, was auch medial ein bisschen durchging, war der Fall mit Reddit. Google hat nämlich einen Vertrag mit Reddit abgeschlossen, um anhand der Forenbeiträge weiter die KI trainieren zu können. Und darüber hat man dann auch später dann gewisse sehr amüsante, wenn nicht auch gegebenenfalls gefährliche zusätzliche Vorschläge mitbekommen, dass man giftige Substanzen mit in die Pizza mischen sollte, um für einen besseren Geschmack zu sorgen. Tatsächlich war das auch ein Thema. Darüber hatte ich dann auch zu KI-Sicherheit in der Bitkom etwas referiert. Die Reddit-Community war nicht so ganz zufrieden darüber, dass eben Reddit so einen Vertrag abschließt mit Google. Und deswegen gab es dann explizit gewisse, ich sage jetzt mal, Gegenbewegungen, die Datenbasis zu vergiften. Also haben natürlich schwachsinnige Sachen gepostet, um halt die KI in die Richtung einfach falsch trainieren zu lassen. Nicht ganz ähnlich, aber zum Beispiel Stack Overflow hat den ähnlichen Fall. Da ist natürlich auch so, dass sie halt dann sagen, wir verkaufen die Posts, damit die KI von den Anbietern weiter trainiert werden können. Da sind natürlich die Leute nicht so ganz happy mit und löschen halt dann ihren Code. Beziehungsweise ihre Beiträge. Da muss man einfach drauf achten. Deswegen die Lieferkette, wo kommen eigentlich die Sachen her? Und wie vertrauenswürdig ist das eigentlich? Und da kommt natürlich auch wieder dieser Thema Zero Trust, dass wir natürlich davon ausgehen müssen, dass hier ein Compromise stattfindet oder schon stattgefunden hat. Was natürlich auch ein bisschen wieder schwieriger ist mit dem Umgang. Und natürlich auch hier ist dann das Thema, wie gehen wir jetzt hier mit dieser Geschwindigkeit um? Weil wir wollen ja immer noch eine hohe Geschwindigkeit haben, obwohl wir ja niemandem vertrauen. Und das ist tatsächlich eine schwierige Frage, zu der kaum bis weniger eine Antwort haben. Also KI ist immer nur so schlau wie die Daten, mit denen man sie trainiert. Das heißt, man kann sie natürlich auch auf falsche Antworten in Anführungszeichen hintrainieren. Ja. Was würdest du denn jetzt Unternehmen empfehlen, die vielleicht gerade eben anfangen, künstliche Intelligenz einzusetzen? Du hast es vorher schon ein bisschen gesagt, natürlich gibt es da auch Gefahren im Umgang, in der Anwendung. Ja. Weiß nicht, gibt es da was, auf das man aufpassen sollte? Oder wie man anfangen sollte am besten? Zumindest, wie ich das jetzt auch erlebt habe bei anderen Unternehmen, ich denke, der erste Punkt wäre schon mal erstmal den Fokus setzen, überhaupt zu verstehen, die KI-Cases zu verstehen, weil wir versuchen oder man sieht halt häufig, man sieht einen bestimmten Fall und sofort kommt die Antwort, KI kann das lösen. Ob das stimmt oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Meistens ist die Lösung, die man sich gedacht hat, stimmt nicht so ganz. Vor allem kommt dann immer das Thema auf, das können wir mit ChatGPT lösen, auch wenn das nicht so ganz stimmt. Deswegen, ich denke, der Fokus sollte erstmal darin liegen, überhaupt die
diese Technologie, diese Möglichkeit zu verstehen und auszunutzen, auszuprobieren. Und natürlich dann ist hier natürlich der Part, wobei ich hier auch eher sage, ChatGPT oder wenn man jetzt dann von anderen Anbietern die KI nutzt, da kann man natürlich mehr oder weniger davon ausgehen, dass die halt ordnungsgemäß funktioniert. Aber wenn man jetzt eine eigene KI entwickelt oder eine eigene KI trainiert, das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Da muss man natürlich verschiedene Gesetze einhalten. Also zum Beispiel, wenn man Data Mining nutzt, um an Daten ranzukommen, muss man zum Beispiel das Urhebergesetz einhalten. Also das gibt dann sogar explizite Vorgaben zum Data Mining. Man muss sich gegebenenfalls auch hinsetzen und die Daten manuell aufräumen oder gewisser Weise automatisiert aufräumen. Aber wir müssen diese Daten aufräumen. Und wie man diese Daten aufräumt und nach welchen Kriterien, da muss man sich schon hinsetzen und sich wirklich da Gedanken machen, was habe ich eigentlich für Informationen und wie räume ich das jetzt auch wirklich auf? Und da fehlt bei einigen noch die Kompetenz. Vor allem ist auch eher das Thema, haben wir überhaupt diese Informationen im Unternehmen? Und wenn wir sie nicht haben, können wir sie vielleicht kaufen. Bei manchen Cases funktioniert das nicht. Zum Beispiel in der Stahlindustrie. Die Stahlunternehmen werden natürlich nicht groß ihre Daten zum Beispiel weitergeben, weil das eigene proprietäre Informationen sind, mit denen sie eigentlich einen gewissen Wettbewerbsvorteil haben. Deswegen hier dann natürlich erstmal der Punkt, erstmal etwas experimentieren, die Technologie verstehen und dann schrittweise sich an das Thema nähern und dann auch natürlich Security mitbedenken, dass man eben sagt, wenn wir jetzt eine KI entwickeln, natürlich die Entwicklungsumgebung absichern, wie man das aus der klassischen, sicher aus der Softwareentwicklung kennt und dann eben Stück für Stück betrachten, was fließt eigentlich in die KI so alles rein. Natürlich einmal Code, Daten und das dann halt dann Stück für Stück absichern und abfragen, wie kann ich das jetzt eigentlich absichern? Ja. Und aus Anwendungssicht? Also ich sag mal, du hast es vorher schon angesprochen, oft kommt dann mal, ja, mit ChatGPT werden wir das schon lösen. Aber ich glaube, es ist ja schon auch wichtig, dass man, wie du auch gesagt hast, dass man seine Anwendungsfälle kennt. Und damit man seine Anwendungsfälle kennen kann, glaube ich, muss man seine Geschäftsprozesse kennen. Und genau, was würdest du denn da empfehlen? Also im Sinne von Anwender, wie bekommt man die Anwender dazu, verantwortungsvoll mit KI umzugehen? Schulung. Also ganz klassisch erstmal Schulung. Vor allem, denke ich, ist auch das Thema, wie nutze ich eigentlich KI? Wir gehen jetzt alle eigentlich immer davon aus, jeder kann schon ChatGPT sofort nutzen, weil man kann ja einfach was eingeben. Ich denke, da muss man einfach die Leute auch in der Hinsicht einmal sensibilisieren und auch da einfach das Tool mitgeben. Wie arbeite ich jetzt eigentlich damit? Auch wenn das vielleicht ein bisschen komisch klingt, wie chatte ich mit dem LLM, um die Ergebnisse zu erhalten, die ich eigentlich haben möchte? Das wäre das eine. Natürlich, je nachdem, gibt es auch so Themen wie Prompt Injections und solche Themen. Also das ist natürlich wieder der Security-Part. Da gibt es dann auch natürlich gewisse Möglichkeiten, wobei man auch hier sagen muss, es gibt kein hundertprozentiger Schutz. Also es gibt dann so etwas, das nennt sich LLM-Firewall, dass man dann zum Beispiel die Eingaben auf Injections prüft. Es gibt dann auch Möglichkeiten, dass man halt dann sagt, die Eingabelänge limitieren wir in gewisser Weise, weil es gibt eine Statistik, die hat zuletzt jetzt gezeigt, also ein durchschnittlicher Prompt Injection ist bei 500 Token, 555 Token. Natürlich ändert sich das alles, aber dass man versucht, gewisse Sicherheitsmaßnahmen so Zwiebelschicht-ähnlich aufzubauen und da halt dann den Part abzuschützen. Okay, also das bedeutet, wir haben auf der einen Seite technische Möglichkeiten, also beispielsweise LLM-Firewalls und auf der anderen Seite, aber wenn ich das richtig verstanden habe, geht es schon auch ein bisschen um Awareness bei den Nutzern zu schaffen. Absolut, genau. Wir haben jetzt ein paar Mal in diesem Gespräch schon, ich glaube, das Wörtchen agil genutzt. Ist es für dich jetzt eigentlich nur so ein Schlagwort oder ist das in diesem Kontext mehr als das? Man kann natürlich agil in Projekten arbeiten, aber es gibt auch die Möglichkeit, diese Agilität, in Anführungszeichen Agilität, in die Organisation austragen. Ich sage in Anführungszeichen, weil wenn man agile Organisation sagt, macht man die Büchse der Pandora auf, weil gegebenenfalls einige aus der Zuhörerschaft gleich aufspringen werden, weil agile Organisationen gibt es streng genommen nicht. Man spricht eher von adaptiven und antifragilen Organisationen. Ich weiß, ich schließe jetzt damit die Büchse der Pandora und springe dabei das neue Thema auf. Aber das ist super, das wird ein super spannendes Thema. Genau. Wir hoffen, dass euch diese Folge von Wall of Confusion gefallen hat. Lasst uns gern ein Like da oder schreibt euer Feedback in die Kommentare.
Schreibt uns auch, wenn euch ein bestimmtes Thema interessiert oder ihr vielleicht sogar selbst mit uns über ein bestimmtes Thema sprechen wollt. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert jetzt unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Folgt uns auf linkedin.com/company/rossi-it.